Aus der Serie Wohnmobile für kleines Geld, Nobelart von Palmowski. Ja, auch die muss man ja mal zeigen. Nicht nur die, ich sag mal, teuren Marken wie Hümer und Co. Wir sind reingegangen. Du kannst dir schon vorstellen, dass die einen vielleicht sagen, ja, vielleicht ist ein Hümer nur 20.000 Euro teurer, aber das ist viel Geld, oder? Das ist sehr, sehr viel Geld, ja. Ja, wir zeigen heute mal auf Basis Ford Transit. Das ist das Zugfahrzeug in einer schönen Farbe. Ja, Serie ist hier Fahrerhaus, Klimaanlage, Tempomat, ESP, elektrische Fensterheber, Fliegenschutztür, ein holzfreier GFK-Aufbau. Das ist, glaube ich, wichtig. Hier kann nichts verrotten. Fahrerhaus in Metallic und die Panorama-Dachluke, die ist hier oben drauf. Das werden wir gleich mal sehen. Die schafft unglaublich viel Licht. Ja, ich bin gespannt. Ja, es ist nicht ganz so hoch wie der letzte, den wir haben. Trotzdem sollte dieser kleine Buckel, der oben drauf ist, der sollte dafür sorgen, dass wir eine ordentliche Stehhöhe haben. Und das hier ist ein sogenanntes teilintegriertes Modell. Das bedeutet, dass das Fahrerhaus, das Fahrgestell hier vorne, das ist noch das Original. Und der Rest ist obendrauf aufgebaut. Es kommt aus Italien. Sowas wissen wir schon von einem ganz großen, namhaften Hersteller. Und du stellst mal kurz dahin. Ich zeige es mal gerade von hinten, dass wir es sehen. Du hast einen Schlüssel noch? Ja. Mach mal hinten auf, bitte. Du bist ja jetzt Profi beim Öffnen von Türen. Vom letzten Mal geübt. Der Fahrradträger ist bereits schon vorgerüstet, denn dieser holzfreie Aufbau, hier darf man nur an bestimmten Punkten etwas befestigen und das ist ab Werk schon gemacht. Und den Träger kann man dann montieren, wenn man das möchte. Da ist die Rückfahrkamera mit drin und die dritte Bremsleuchte ist mit drin. Das Teil hier hinten kann man komplett auswechseln, wenn man es mal verhunzt versehentlich. Was eigentlich mit der Rückfahrkamera nicht passieren sollte, aber man weiß ja, ist auch mir schon passiert. Ja, es kann immer mal passieren. So, hier ist der Tisch mit drin, die Tischverlängerung, die ist hier vorne mit drin. Hier vorne habe ich jetzt ein paar Sachen gelagert. Hier oben sieht man das Bett, guck mal. Ah ja. Das heißt, das ist dann quasi auch beheizt, Ja, wenn man so will. ja, Wenn du da mal kurz aufmachst, da die kleine Tür da, rechts, siehst ja. du? Nee, hier unten. Einmal reinkrabbeln. Sehr gespannt, was da drin ist. Da ist die Heizung. Da ist die Tuma drin. Zeig mal, dass wir die auch mal sehen. So sieht das Ganze aus. Eine Luftheizung und die macht auf warmes Wasser. Da ist auch die Leiter mit drin. Warum wir eine Leiter brauchen, das werden wir gleich mal erfahren. Und ich habe die Türen auf beiden Seiten. Mach noch mal zu, bitte. Ja. Dann gehe ich mal ganz kurz ums Auto rum und zeige mal gerade, wie es von der anderen Seite aussieht. Hier habe ich das Gasfach und die beiden Anschlüsse, einmal für Landstrom und einmal für Wasser. Diese kleinen runden Ausbuchtungen. Insgesamt 3 Fenster mit drin, eine Dekorfolie mit drauf. So, wir gehen mal rein. Besondere ist Preise und Co. schreibe ich euch drauf. T6000 Elegance. Wir haben von Palmowski auch keine Anreize, kein Geld bekommen. Also ein reiner Bericht, wie so günstige Wohnmobile aussehen, was die können. Vielleicht fällt es mal auf, hier unten ist übrigens der Schieber für die Entsorgung. Also er hat ja einen Grauwassertank mit drin und mit dem kleinen Schieber hier kann man entsorgen. Ganz niedriger Einstieg. Du mal kurz noch mal rausgehst. Also man braucht üblicherweise, ich sag mal, als Komfort noch eine Stufe, aber wenn ich mal kurz halte, das geht auch ohne. Ja, also hier braucht man nicht unbedingt eine Stufe. Hier kommt man super locker easy hoch, ohne Schwung oder sonst irgendwas. Denn die Stufe ist quasi schon eingebaut. So, ich habe in der Fahrerhaustür auch direkt einen Papierkorb mit drin. Hier kann ich noch was aufhängen und natürlich das Fliegengitter. Der Running Gag. Aber wer keins hat, hat keins. Großer Spiegel. Ja, genau, direkt am Eingang. Optimal, um sich noch mal kurz im Spiegel anzuschauen, bevor es dann auf Erforschen geht. Ja, du musst aber jetzt weg. Normalerweise würdest du hier stundenlang jetzt davor stehen, dich selber anschauen. Ja, wahrscheinlich. Eher nicht. Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ein großer Spiegel fehlt oft. Ja. Man kann sich nicht komplett sehen. Das ist total nervig, weil man will ja auch sehen, wie sehe ich von oben bis unten aus. Richtig, passen die Schuhe zu meinem Outfit, das ist sehr wichtig, ja. So, ich weiß schon, warum wir wahrscheinlich die Leiter gebraucht hätten. Weißt du es? Ah, okay, verstehe. Das Hubbett. Ja, okay, ist verstehe. mit dabei. Du darfst das Auto mal anlassen, wenn du es mal kurz anmachst. Ja. Das bitte mal anmachen wie ein ganz normaler PKW. Denn wir lassen es mal vorlaufen, dann können wir die Elektronik mal anlassen. Genau, am besten setz dich mal hin, trittst mal die Kupplung mal ganz durch, weil ansonsten, glaube ich, kann man ihn nicht anmachen. Genau, einfach mal laufen lassen, Gang raus,
Handbremse ist angezogen. Die ist andere Seite. Ist drin? Ja, ist komplett drin. Super. So, und das Radio einmal ausmachen, draufdrücken einmal. Ne, oben drüber. Dankeschön. Aha. So, jetzt sieht man nämlich auch schön, das ist die Rückfahrkamera. Kann mal hier komplett reingehen. Da sehe ich, also hinten kann ich gucken. Wir lassen es mal ein bisschen laufen, denn in der Hoffnung, das Hubbett ist nämlich, das habe ich schon gelernt, elektrisch. Ja, da ist es. Ich habe gerade da hinten das Bett gesucht. Aber das war doch gut, du hast wirklich nicht gewusst. Nein, weil man hier wirklich eine optimale Stehhöhe hat. Also mir wäre es ja nicht aufgefallen, auch weil das hier sehr, sehr schön gemacht ist. Ja, wirklich super. Cool, ja. Dann zeigen wir vielleicht mal zunächst mal das Hubbett. Dazu müssten wir, glaube ich, den Strom einmal anschalten. Guck mal hier hinter dir. Da ist das Panel. Mach mal rechts unten. So, Strom ist da. Okay. Jetzt wird auch, sieht man, also hier wird schon die Batterie wird geladen. Da oben ist das Wasser. Das kann ich anschalten. Mach's mal an. Genau. Zentrale Pumpe wieder aus. Hat irgendjemand aufgelassen. Ist eh kein Wasser drin. Und ja, kann ich auch das Licht zentral an- und ausschalten und was auch immer das ist. Lassen wir mal an. Genau, Licht lassen wir mal an. So, dann mach mal bitte das Hubbett runter. Ja. Bin mal gespannt. Soll ich die Sitze ein bisschen nach vorne machen? Aber Ne, es könnte gehen. dürfte das Probier mal. funktionieren. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, funktioniert. Funktioniert. So, einmal Stopp. Ja, schön. So, und jetzt hast du ein großes Bett hier. Richtig, richtig groß. Ne? Also hier können locker auch 2 Personen schlafen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Ja. So, krabbeln wir unten drunter durch. Dass wir das mal haben. Der Notausgang ist nämlich immer noch frei. Und jetzt kommst du ganz bequem auch ohne Leiter aufs Hubbett drauf. Genau, ich ziehe gerade mal die Schuhe aus. Gott, wie oft hast du schon die Schuhe heute ausgezogen? Sehr oft. Jetzt gibt es wieder gleich Bemerkungen. Zieht doch die Schuhe aus. Hier ist es übrigens 250 Kilogramm belastbar. Und ich glaube, das ist mindestens, denn man hat hier so Automotive-Riemen mit dabei, die man auch bei Sicherheitsgurten hat. Das kann ich auch an jeder Position einfach auch benutzen. Du könntest auch noch ein bisschen weiter hochfahren, wenn jemand noch drunter liegen möchte. Genau. Aber so ist schon optimal, oder? Ja, also ich habe hier viel, viel Platz. Ich habe da hinten auch Ablagemöglichkeiten. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Sehr cool. Ja, hier drunter ist ein Rausfallschutz. Mach mal hoch. Den wir haben. Da ist das Gitter, das kann ich dann einbringen. Falls jemand dann schläft, der vielleicht ein bisschen kleiner ist, da oben wird er dann eingehangen. Da ist so eine kleine Öse. Ja, dann kommen wir runter, dann fahren wir es nochmal hoch, denn das Besondere ist, es ist nämlich nicht nur das eine Hubbett hier, sondern du brauchst die Schuhe nicht unbedingt anziehen, das machen wir gleich. Und der Platz hier, der ist wirklich ultra und die Dusche ist so schön, das werde ich gleich mal alles zeigen. Das Hubbett ist leicht hochzufahren. Ja, also es ist eigentlich nur ein Knopf drücken und der Rest wird von alleine gemacht. Und hier oben ist uns noch die zweite Öse, die man sieht, ja, für den Rausfallschutz, der auch auf der anderen Seite ist. Ich habe eine Beleuchtung habe ich hier mit drin und was ganz toll ist, das große Panoramafenster. Schränke, mach nochmal auf. Große Schränke, die auch innen mit einem Holzdekor versehen sind. Ja, sehr Dann habe ich hier unten eine 12 Volt Steckdose mit drin. Man merkt, es ist Freitag, gell? Die Leute kommen viel mehr wie gestern. Ja, ich wollte gerade sagen, also um das Fahrzeug tummeln sich mehr Leute als gestern. Hier vorne habe ich keine Schränke, deswegen habe ich viel mehr Platz fürs Fenster auch. Das ist das Führerhaus mit Schaltgetriebe. Radio ist mit drin. Die Rückfahrkamera haben wir eben schon gezeigt. Elektrische Fensterheber. Ich habe eine Fahrerhausklimaanlage mit drin. Und was das Schöne ist, ich kann sogar, wenn du den mal drehst, den Sitz. Den da? Ja. Wenn du es nicht schaffst, ist nicht schlimm. Ich werde dich nicht verurteilen, aber wir haben es vorher nicht geübt. Am besten einfach mal drehen. Es kann sein, dass der sogar schon in dem Modus ist. Tatsächlich. Er war so ein kleines bisschen schräg war er drin. So. So, das heißt, ich kann hier jetzt sitzen. Das gleiche kann ich mit dem Fahrersitz machen. Habe dann Face-to-Face und kann dann hier was essen und habe dann hier Noble Art nochmal bestickt. Das Polster ist okay? Ja, sehr schick. Lässt sich bestimmt auch gut abwischen, falls mal irgendwie doch irgendwas draufkommt. Ja, sehr gut gemacht, ja. Schütt mal einen Kaffee drüber. Nee, habe ich schon gemacht. Mein Sohn hat mal einen Espresso vom Tisch gefegt und einmal habe ich es auch selber gemacht. Okay, aber ging weg? Ja, man muss direkt machen. Also es ist direkt schon ein bisschen Arbeit, aber du kriegst einfach mit Spüli und Wasser ein bisschen raus. Ja.
Hierbei, das sieht auch wirklich sehr einfach zu reinigen aus, weil es eben Alcantara übrigens oben drauf kann man auch super reinigen. Genauso ist ein Wunderzeug. Und hier oben habe ich dann das große Panoramafenster, wo ich einfach rausgucken kann. So, mach den Motor mal aus, bitte. Hier habe ich das Fenster an der richtigen Stelle in der Küche und klein, aber fein. Wenn du dich mal kurz reinstellst, Patricia. Jetzt haben wir mal ein kleines Detail, denn man kann sich hier in die Bucht einfach reinstellen und dann kommst du auch an alle Stellen ran. Genau, das ist wirklich sehr praktisch. Also hier habe ich dann alle Töpfe oder auch Pfannen im Überblick. Ich muss mich nicht irgendwie vorbeugen oder so. Ich kann mich einfach hier reinstellen, bequem. Ja, du bist nicht die Größte, jetzt hast du keine Schuhe an. Das heißt also 1,67 Meter. Du kommst doch gut an den Schrank oben dran? Ja, doch. Da müsste ich mich jetzt ein bisschen auf die Zehenspitzen stellen. Aber ansonsten, ja, komme ich rein. Geht. So, große Riesenspüle. Ja. Echt groß. Da bekommt man einiges gespült, das stimmt. Und hier vorne habe ich dann das Kochfeld und der Gewürzhalter, der Besteckkasten, ganz andere Raumaufteilung. Und gleich werden wir mal was zeigen. Da würde ich dich mal ehrlich fragen, also es gibt ja Längsbetten, aber hier ist jetzt ein Queensbett eingebaut. Aha. Und das zeigen wir mal ganz kurz, denn das Queensbett, das ist schon klasse. Das heißt, du kannst von beiden Seiten ganz bequem einsteigen, hast 2 Kleiderschränke mit drin, 2 große. Du hast in der Raumaufteilung natürlich viel mehr Platz. So, das heißt, die Füße werden dann zusammen. Wenn du mal kurz drauf gehst, hier ist eine Folie drauf, kannst ruhig drauf gehen, leg dich mal drauf aufs Bett. Das ist sehr, sehr einfach einzusteigen. Gell? Ja, und vor allem, wenn ich jetzt auch hier auf der ganz hohen Stufe stehe, ich stoße mir immer noch nicht den Kopf an. Mach mal. So, du bist auf der ganz hohen Stufe, man kann komplett stehen. Ja. Hat viel mehr Raum, als wenn unten natürlich ist die Garage hinten ein bisschen kleiner. Ja, aber der Vorteil ist, ich komme ja sogar runter, wenn ich auf dem Bett dann das mal öffne. Krass, schon riesig, oder? Genau, hier hat man auch nochmal die Möglichkeit, einen Fernseher anzuschließen. Also falls man dann abends noch mal im Bett ein bisschen TV schauen möchte, ist das natürlich auch möglich. Ich kann schon rausgucken, die Gardinen sind mit dabei. Mach mal da einen Schrank auf, bitte. Und der Kleiderschrank. Genau. Ja, der ist natürlich riesig. Also gerade hängende Kleider und so weiter, die von oben bis unten einfach mal aufzuhängen, das ist schon Luxus. Aber es gibt noch einen Kleiderschrank. Und jetzt komme ich zum Highlight. Hier oben habe ich noch ein Fensterchen mit drin. Kann ich rausgucken. Ich habe eine echt große Dusche. Guck mal. Ja. Wahrscheinlich muss ich das dann wieder rausnehmen. Ja. Das schützt nämlich, dass die Tür nicht aufgeht. dass die Tür nicht aufgeht. So. Dann. Ist nichts passiert. Vorne ist es. Oh, ist nicht so schlimm. Das werden wir uns mal erklären lassen, wie das funktioniert. Mach mal kurz, wenn du mal kurz mal reingehst, so ein kleines bisschen mal reingehst. Jetzt geht's. Und dann das mal ganz aufmachst. So, und jetzt sieht man ungefähr die Größe von der Dusche. Jetzt kann man es nochmal einklappen. Genau. Ein ganz kleines Detail zeige ich mal gerade. Man hat 2 verschiedene Ablaufstellen in dem Teil mit drin. Das heißt also, egal wie der Campervan steht, ich kann optimal dann auch das Wasser rauslassen. Hier oben habe ich eine große Stange, eine stylische Dusche mit drin. Also eine richtig große Dusche, die auch nur Dusche ist. Das heißt, ich muss nichts umbauen. Und wenn ich jetzt duschen möchte und ich habe noch Gäste, kann ich hier auch einfach keine zumachen. Die Tür schließen oder ich mache einfach zu, dann habe ich meinen Bereich abgetrennt. Und jetzt muss man sagen, jetzt fühlt sich das auch an, als wäre es ein eigener Raum, gell? Ja, also es ist sehr groß. Man hat auch, du liegst jetzt im Bett, man hat gar nicht das Gefühl, dass man irgendwie eingeengt ist. Und man kann... Oben drüber, wenn du mal gerade mal die Hand hoch machst. Und du kommst gerade so ran, oder? Ja, gerade so. Das sind ungefähr 2 Meter, das sind über 2 Meter, glaube ich, wenn du die Hand ausstreckst. Ungefähr. Also man hat richtig viel Platz. Also für große Menschen gut, oder? Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut für große Menschen. Und ich finde das auch immer super, wenn man sich dann nochmal vereinzeln kann mit einer richtigen Tür und nicht irgendwie einem Vorhang oder so. Das macht schon was her. Warte, ich guck mal gerade rein, was da drin ist. Die Toilette. Toilette Und ein Waschbad. und ein Waschbad. So, hier vorne habe ich dann eine Magnethalterung mit drin. Oder plug die einfach rein. Hier kann man auch zuschließen. Kannst auch zuschließen. Ja. Das ist ja süß.
Das wird mein Sohn immer direkt zuschließen. Also dem der 8 ist, der schließt sich jetzt ein am Klo. Ich dusche gerade. Tür zu. Ja. So. Warte mal kurz, ich muss mal ganz kurz die Kamera halten, dass wir das sehen. Hier habe ich das Waschbecken mit dem Schrank drunter, großer Spiegel. Ich wollte gerade sagen, ein großer Spiegel. Und hier drunter habe ich dann noch Stauraum, den ich nutzen kann. Ja, Toilette, ganz wichtig. Denn ich denke mal, wenn man nachts einfach mal raus will, so eine eigene Toilette und nicht am Campingplatz, das ist schon praktisch, ne? Das ist schon Luxus, ja. Du hast es ja selber schon einmal testen können, als wir nämlich hingefahren sind. Da bist du einmal mit mir mitgefahren. Und in der Fahrt hast du gesagt, ich muss mal aufs Klo. Und ich war ja vorher kurz am Klo, man konnte zumachen die Türen. Das war so wirklich, man war komplett, hatte nicht das Gefühl, dass einer alles hören kann, sondern es war weg, oder? Ja, das stimmt. Und gerade jetzt auch zur Corona-Zeit ist es, glaube ich, den Leuten sehr, sehr wichtig, dass sie ihren eigenen Badebereich oder auch WC-Bereich haben. Ja, noch viel schlimmer, es könnte ja gesperrt werden. Ja. Alles. So, dann stehst du da am Campingplatz, alles ist benutzbar, aber die, ich sag mal, die WC-Bereiche, alles gesperrt wegen Corona und dann braucht man einen eigenen Bereich. Ja, wir hoffen mal nicht das Schlimmste, aber das ist ein Grund, warum viele dann sagen, okay, ich gehe campen. Ja, dann geh mal raus. Und geh mal ganz nach vorne. Ich zeige mal gerade das Raumgefühl, was wir jetzt hier haben. So, wink mal. Ist schon riesig, oder? Das ist schon groß. Ich muss jetzt sogar lauter sprechen, damit du mich verstehst. Ganz laut, etwas lauter? Ich muss jetzt auch lauter sprechen, damit du mich verstehst. Oh, ich verstehe dich nicht, du bist so weit weg. Jetzt, okay, ich komm. Ja, Küche haben wir gezeigt. Was noch fehlt, last but not least, ist natürlich, was fehlt noch? Der Kühlschrank. Der Kühlschrank, genau. Denn das ist ein 3-Wege-Kühlschrank, der mit drin ist, der automatisch umschaltet und der ist mal wieder riesengroß. Ich glaube, das verlangen die Leute auch unten mit einer Box. Da kann ich die Getränke reinmachen. Da habe ich nochmal ein Fach, das kann ich verstellen. Guck mal, unten siehst du das? Dieses blaue Fach hinten, dieser Schieber. Ja. Den kannst du reinmachen. Deine Haare sind im Weg. Das ist nicht schlimm, aber die Leute es sehen können. Genau, zieh's mal raus. Genau, und jetzt kannst du diesen Schieber verschieben und kannst den zum Beispiel in die Mitte reinmachen. Genau. Und feste? Klack, und dann ist das drin, dann hält das auch ordentlich. Oben das Gefrierfach. Und natürlich darf auch nicht fehlen die gute alte Truma. Weil so alt ist die gar nicht. iNet Ready, da gibt es so eine Box, die kann man ordern. Da kann man sogar die Heizung von unterwegs aus steuern. Hier ist übrigens der Einzelplatz. Jetzt zeige ich mal ganz kurz. Ja, sind wir durch. Roomtour im, ich zeige es mal gerade, Noble Art T6000 Elegance von Palmowski. Wir sind in Bielefeld. Heute Vorstellung von preiswerten Wohnmobilen, ja, die wirklich eigentlich viel teurer aussehen, als sie kosten, oder? Ja, das ist richtig. Dankeschön. Dreh am 25. September 2020 in Bielefeld.